Gerhard, im Laufe Ihres Lebens machen Sie viele besondere Erfahrungen. Die erste schon als Kind. Wie ist Ihre Erinnerung daran? Ja, also meine erste Erinnerung an etwas Außergewöhnliches war im Alter von etwa 7 bis 8 Jahren. Als Knabe bin ich da die Straße hinaufgegangen, wo ich gewohnt habe. Und aus heiterem Himmel heraus kam wie etwas von oben herab in mich hineingeschossen, die Idee, es ist Reinkarnation, das den Lebenssinn eigentlich ausmacht. Und das war wie ein Paket von Wissen. Das war nicht eine lineare Abfolge von Gedanken, sondern wie ein ganzes Paket, das urplötzlich von oben herab in mich hineingekommen ist. Und es wurde mir schlagartig eine Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt hatte. Hatten Sie noch weitere besondere Erfahrungen als Kind? Später dann, vielleicht 2 Jahre später oder so, habe ich beim Schlafengehen erleckt, dass ich mich tief entspannen kann. Und ich habe mich so tief entspannt, dass es mir möglich wurde, meine Seele auszudehnen oder sie zu bewegen, einfach auszudehnen. Und ich fand das sehr faszinierend und habe in meinem jugendlichen Leichtsinn dann versucht, das Weltall zu erkunden, weil da hatte ich die Frage, wie groß ist eigentlich unser Weltall? Und ich habe dann versucht, an die Grenzen dieses Weltalls zu gehen, um zu erforschen, wo das denn aufhört. Aber über die theoretische Mauer, die ich mir da eingebildet hatte, ich kam nie an diese Mauer. Und selbst wenn ich da hingekommen wäre, es hätte trotzdem keine Erklärung gegeben, wie weit das Weltall ist, weil es hinter der Mauer ja weiterging. Nicht? Also das waren meine Vorstellungen so. Das Wesentliche an diesem Erleben war, dass der Körper nicht unbedingt ich bin. Also ich bin etwas, das dehnbar ist, das nicht unbedingt an den Körper gebunden ist. So. Also wie ich mir das vorher vorgestellt habe und auch gehört habe von anderen. Wir sind ja sehr materialistisch eingestellt und denken, wir sind das, was wir anfassen können, nicht? Und das hat bei mir einen sehr großen Einfluss auf meine Einstellung gegeben, wie ich diese Welt und wie ich uns Menschen als solche verstehe. Ja. Und in dieser Zeit etwa, wo ich diese Experimente gemacht habe, ich habe sie fast täglich dann nachts gemacht, wurde ich eines Nachts wach im Traum und sah mich über der Straße schweben. Und ich realisierte aber auch, dass das nicht ein Traum ist, sondern ich war tatsächlich dort, über dieser Straße. Ich bin geschwebt, ein wunderbares Gefühl. Und und merkte dann auch, dass ich mich lenken konnte. Also ich konnte fliegen. Der Wunschtraum eines jeden Menschen konnte ich so erleben. Also ich konnte so ganz gemütlich langsam die Treppe hinaufschweben bis vor den Hauseingang. Und es war auch Nacht, also es stimmte alles überein. Ich wusste, das war kein Traum. War das eine außerkörperliche Erfahrung? Ich würde dem schon sagen, ja. Ja. Und dann vor dem Hauseingang war es dann plötzlich fertig und ich bin im Bett aufgewacht. Sie hatten in Ihrer Jugend noch eine weitere, ganz besondere Erfahrung. Wie kam es da dazu? Also das war so, ich bin mit meiner Freundin zum Atomkraftwerk Würenlingen gefahren, dort das Auto abgestellt auf dem Parkplatz dort. Und
geführt. Also wir wollten durch den Wald da spazieren, weil wir etwas anderes noch vorhatten vorher. Und als wir da in den Wald hineingekommen sind, etwa 20 Meter nach dem Parkplatz in den Wald hineingekommen sind, merkte ich plötzlich, dass ich in eine bestimmte Richtung geschoben wurde, von hinten. Und das war nicht die Richtung, wo wir eigentlich gegangen sind. Also wir sind eine bestimmte Richtung gegangen, aber die Kraft kam so von hinten rechts. Und wir sind in diese Richtung abgedrängt worden, praktisch. Oder geführt worden, so würde ich sagen. Und das ging dann so ein paar Schritte weiter in der gleichen Art und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das gibt's ja nicht. Und versuchte dann wieder in die ursprüngliche Richtung zurückzukehren, aber sofort, wie durch eine 30 cm dicke Watteschicht hindurch, wurde dieser Druck ganz exakt in eine Richtung gemacht. Und diese Führung endete circa 5 Minuten später an einem runden Platz mit damals noch hölzernen Sitzbänken rundherum. Und da blieben wir stehen und der Druck von hinten hörte auch auf. Also es wurde genau uns gesagt, wohin wir gehen sollten. Ja. Und als wir da so standen, merkte ich oder sah ich und hörte ich vor mir auf diesem Platz ein Flimmern, so wie wenn man irgendwo in der Wüste steht und so ein Hitzeflimmern sieht. Ungefähr so sah sich das an. Und ich hörte ein Stimmengewehr. Also ein Stimmengewehr, nicht wie wenn man in einem Saal selbst drin wäre, sondern wie wenn man durch eine Türe hindurch einen Saal voller Leute hört. Ich konnte keine Stimme konkret als einzeln erkennen oder erhören. Es war einfach ein Stimmengewehr. Ich wusste, diese Leute oder diese Leute, die uns dahin geführt haben, das waren höchstwahrscheinlich spirituell recht gut entwickelte Menschen, die da beim Flugzeugabsturz umgekommen sind. Und wir wussten vorher auch gar nicht, dass das Flugzeug dort in dieser Umgebung abgestürzt war. Wir wussten, dass es abgestürzt war, aber wir wussten nicht genau wo. An explosion in the aft compartment of the aircraft. Turn left emergency. We have smoke right there. I can't see anything. 330 is crashing. Goodbye, everybody. Nach einiger Zeit, als wir da gestanden haben, habe ich gemerkt, dass mein Körper wie anfängt zu schweben. Also mein Körper wurde leichter, subjektiv mindestens leichter. So wie wenn man an einem Schwimmbecken unten am Boden mit den Füßen festgemacht wird und der Körper erhält Auftrieb. Nicht? Vielleicht nicht so stark, aber ungefähr so. Und das war ein wirklich eindrückliches Erlebnis, ja. Und nach 5 bis 10 Minuten habe ich dann gesagt zu meiner Freundin, wir müssen wieder gehen. Ja. Wir konnten mit dieser Situation nichts weiteres anfangen. Könnte man das so verstehen, dass Sie mitteilen wollten, dass Sie noch da sind? Also ich denke, das war in einer Zeit, als ich selber ziemlich oft meditiert habe. Ich habe Kontemplationsübungen gemacht.
Und das fiel genau auf diese Zeit. Und ich denke, dass mindestens die Leute oder der Mann oder die Frau, die uns da in diese Richtung geschoben hat, mindestens mitteilen wollte, seht her, es gibt noch mehr. Oder es ist wirklich wahr, womit du dich befasst hast vorher. Und ich hatte mich ja auch mit Reinkarnation befasst, nach diesen Erlebnissen, die ich früher hatte. Ja, also das wäre eine Erklärung für den gesamten Vorgang, aber was die Leute dann dort am Ort uns mitteilen wollten, ja, vielleicht wollten sie eine Nachricht hinterlassen für ihre Verwandten, möglicherweise. Oder erzählen, wie es wirklich passiert ist, das Ganze, wie sie das erlebt haben. Oder sie waren einfach verwirrt und haben irgendwas erzählt, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe auch kein Gefühl dafür, was sie uns da erzählt haben. Es gibt andere Beispiele, wo ich konkret weiß, was er mir mitgeteilt hat, zum Beispiel. Wie ging es dann weiter? Wir haben uns von diesem Platz nach ein paar Minuten gelöst, weil ich den Sinn, da stehen zu bleiben, das kam mir langsam unheimlich vor. Das war sehr eindrücklich und ich habe dann auch zu unserem eigenen Schutz meiner Freundin gesagt, wir gehen wieder und sind zurück mit dem Auto nach Hause gefahren zu meiner Freundin. Und selbst da hatte ich noch den Eindruck, dass 2 bis 3 Wesen noch anwesend waren, also die kamen mit. Und da ist es mir ziemlich stark in die Knochen gefahren. Also da haben meine Nerven angefangen, nicht mehr mitzuspielen. Und ich habe gezittert, effektiv, ja. Weil das ganze Erlebnis und dann das noch, dass das noch weitergeht und so, war dann doch starker Tobak, würde ich meinen. Ja. Auch heute würde ich das noch sagen. So. Sie konnten im Laufe Ihres Lebens immer wieder auch verstorbene Geistwesen wahrnehmen. Können Sie solche Begegnungen schildern? Das war, als ich in meiner Berufsausbildung war. Ich bin auf dem Grafischen ausgebildet worden. Da kam ich von der Gewerbeschule. Gegen den Mittag kam ich zurück in das Gebäude, wo die Ausbildung stattgefunden hat, also da, wo wir arbeiteten. Und dann kam die tragische Botschaft, dass 3 Mitarbeiter, meine nächsten Mitarbeiter, ums Leben gekommen sind. Die sind mit einem Auto unter einen Lastwagen gefahren und kamen dabei ums Leben und 2 andere wurden schwer verletzt. Ja. Und das war die Voraussetzung für das, was jetzt noch kommt. 1, 2 Tage später haben sie uns mitgeteilt, wir könnten am Begräbnis zum Begräbnis gehen, wenn wir wollten. Und ich halte sowieso nichts von Begräbnissen, aber ich blieb dann in der Firma über den Mittag und konnte in meiner schönen, isolierten Dunkelkammer ein wenig dösen über den Mittag. Ich bin da so halb eingedöst und plötzlich habe ich gesehen, wie 2 von denen, die gestorben sind, durch einen Schacht, wo ein Rollband durchging, wo wir die Filme nach hinten gebracht haben. Die kamen durch diesen Schacht hindurch auf mich zu, also da, wo ich gesessen bin. Und einer, der Chef, das war der Chef dieser Abteilung dort, der sagte, so, jetzt machen wir weiter, jetzt geht's weiter. Das waren Deutsche und dann sind sie durch mich durchgelaufen
und wollten zu dem Platz, also verschwanden zu dem Platz, wo sie normalerweise auch waren. Haben Sie sie deutlich gesehen? Ja, absolut. Absolut. Wie ich sie in Erinnerung hatte. Ja. Aber wie gesagt, ich war da ich döste. Also wahrscheinlich hat es das ermöglicht, dass ich da das einzige Mal wirklich konkret in diesem Stadium von Bewusstsein diese Leute gesehen habe. Ja. Diese zwei Freunde, die da gegangen sind. Und da hatte ich eindeutig das Gefühl, sie wussten noch nicht, dass sie gestorben sind. Ja. Sie wollten weitermachen da, wo sie aufgehört haben, ihren Gewohnheiten nachgehen. Haben Sie noch weitere derartige Erfahrungen gehabt? Da war noch ein befreundeter Arzt, der von mir aus gesehen zu früh gegangen ist. Er hat mich noch zweimal besucht. Einmal sonderbarerweise, als ich mit dem Fahrrad dem Zürichsee nachgefahren bin, stand er plötzlich hinter mir und ist mit mir gekommen und hat mir eine Mitteilung gemacht, ich soll es etwas gelassener nehmen. Das fand ich noch witzig, weil nicht unbedingt witzig, es war tatsächlich so, ich sollte es gelassener nehmen. Da habe ich ihn so empfunden, gefühlsmäßig empfunden, so wie ich sie jetzt im Moment empfinden würde, wenn ich keinen Körper wahrnehme. Also wie wenn der Körper weg ist, aber ihre Ausstrahlung da ist. Also ich wusste genau, es war er. Ja, mit 100%iger Sicherheit. Und das zweite Mal, das war glaube ich einen Tag später, war er in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer, habe ich ihn vor mir gefühlt, gesehen. Gesehen ist vielleicht ein schwieriger Ausdruck, weil das Ganze war sehr, wie soll ich sagen, sehr transparent. Ich würde sagen, sehen, fühlen, eher als sehen. Sehen, fühlen. Aber ich wusste genau, es ist er. Er wollte mit mir noch etwas besprechen, das weiß ich. Er hat mir gesagt, er weiß, dass er gestorben ist. Und ich wusste das auch. Ja, ich habe mich dann aber nicht darauf eingelassen, aber weil irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, dass das weiterbringt. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt auch andere Erfahrungen schon gemacht, wo ich genau weiß und nicht nur glaube, dass es weitergeht nach dem Tod. Also Sie sind überzeugt, dass das Leben weitergeht? Ich weiß, dass es weitergeht, ja. Wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken, inwiefern haben all diese Erfahrungen Ihr Weltbild geprägt und Ihren Lebensweg beeinflusst? Ja, das hat mein Leben deutlich beeinflusst. Ich wusste aus all dem, was ich erfahren hatte, dass ich mich nicht allzu fest in dieser Materienwelt verwickeln will. Ich bin kein Typ, der es darauf abgesehen hat, möglichst viel anzuschaffen oder zu besitzen. Ich bin sozusagen ein Besitzloser. Oder das war meine Einstellung. Ja. Und ich glaube, zu dieser Einstellung haben schon diese Erlebnisse geführt, die ich gehabt habe. Es waren ja auch bedeutend mehr als nur diese Erlebnisse. Mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, oder die Orientierung war eigentlich möglichst vieles vom Ganzen, von dieser Welt und von allem, was noch existiert, mitzubekommen, ohne dass ich jetzt konkret Kontakt mit Verstorbenen gesucht hätte oder so, also absolut nicht.
das war nicht das Ziel. Aber diese Kontakte, die haben sich einfach wirklich spontan ergeben. Also so spontan, wie es eben nur möglich ist. Weil jemand ist gestorben, das war nicht spontan. Ja? Aber der Besuch, den ich dann empfunden habe, das war spontan für mich, weil ich nicht darauf vorbereitet war. So. Also ich suchte nicht nach außergewöhnlichen Erlebnissen. Sie wurden mir wie ein Geschenk eigentlich in die Wiege gelegt, muss ich sagen. Und ich denke, das ist auch das Resultat meiner Vorleben. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ja. Das hängt alles so stark zusammen, diese ganzen Erlebnisse und auch mein Streben und mein Empfinden, das gehört alles zusammen, nicht? Das ist eine Konsistenz, die man aber nicht erzwingen kann. Mir kommt es vor, wie wenn man als Mensch, wie wenn der Mensch ein Wollknäuel wäre, mit Hunderten von Windungen Wolle rundherum mit einem Kern. Und dieser kleine Kern im Mensch bringt einen dazu, etwas zu suchen. Und entsprechend, wie viele Windungen noch um diesen Kern herum sind oder Verwirrungen, sucht der Mensch entsprechend nach Erklärungen für sein Leben. Und das geschieht auf diversen Ebenen, je nach Mensch. Einer sucht in der Materie seine Erfüllung, der andere sucht sie mehr im Geistigen oder so. Oder was auch immer. Es gibt da Millionen von Möglichkeiten. Und ich denke, das ist einfach ein Suchen je nach Geisteszustand oder Konstellation der Seele, wo man sucht und auch finden kann. Ja. Gerhard, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Danke auch.